Darauf möchte ich weiter eingehen mit dem Geheimdienstexperten Dr. Gerhard Konrad. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ja, guten Morgen, vielen Dank. Wir haben es gerade schon kurz gehört. Es gibt unterschiedliche Gruppierungen, die in Syrien nun versuchen, das Machtvakuum zu füllen. Und man muss sagen, das sind auch radikale Islamisten, über die wir da sprechen. Wie gefährlich ist die Situation also auch weiterhin nach dem Ende des Assad-Regimes? Ja, genau. Diese Situation wird weiterhin erstmal spannungsreich sein. Das ist das Beste, was man dazu sagen kann. Denn diese Gruppierungen, die verschiedenen, vergessen wir auch bitte nicht die Kurden, die eine ganz erhebliche Rolle eben im Osten des Landes auch spielen, im Nordosten des Landes. Da sind 3, 4 größere Machtzentren, die jetzt sich arrangieren müssen. Nicht in Damaskus, wenn wir davon ausgehen, dass eben in Damaskus dann auch eine wiederum Zentralregierung, ein Rat, ein Milizenrat oder was auch immer jetzt mal zu Beginn stehen muss. Nicht? Und der Interessenausgleich muss gewollt sein. Wie gesagt, es gibt keinen Grund zum Optimismus, wenn wir auf 2012, 2013 zurückblicken. Da hat das gar nicht geklappt. Hoffen wir, dass es in der jetzigen Situation geläutert, nicht durch die schlimmen Erfahrungen der letzten Jahre, alle Beteiligten wissen, dass sie nur gemeinsam ein gemeinsames Ergebnis erzielen können. Wenn wir aber noch einmal darauf schauen, für was diese Gruppierungen entstehen, auch wenn sie miteinander zusammenarbeiten könnten, geht es ja auch darum, wie Deutschland, wie der Westen sich verhält. Wir haben das in Afghanistan leider gesehen, die Taliban, die zu Beginn gesagt haben, wir werden Frauenrechte einigermaßen zumindest achten und die Entwicklungen kennen wir jetzt alle. Also inwiefern sind das Partner, die man überhaupt so bezeichnen kann? Gut, da muss man in der Tat differenzieren. Also bei der HTS, also der Hayat Tahrir al-Sham, die hat natürlich einen entsprechenden Vorlauf Al-Qaida bezogen. Und wenn sie jetzt sich moderat gibt, ist das erfreulich, prima facie. Aber man muss sehen, wie sie sich verhalten wird. Allerdings ist sie eben nicht alleine. Nicht? Und sowohl die Kurden, da kann man fast sagen, fast alle Kurdenmilizen, als auch die Milizen aus dem Süden des Landes, dem sogenannten Operationsraum Süd, wie es so schön heißt, das sind dann die Drusen, zum Beispiel grenznah zu Israel oder eben auch andere Gruppierungen, die sind wesentlich moderater, auch gesellschaftspolitisch. Also es ist nicht so, dass jetzt nur Islamisten, ähnlich wie bei den Taliban, die dann in der Tat die Macht insgesamt übernommen haben. Das ist derzeit nicht absehbar in Syrien. Das ist nur eine Gruppierung und dann noch die radikalste, die Macht vollständig übernimmt. Man muss ja auch sagen, Unterstützung gibt es für einige von Ihnen aus dem Ausland. Auf der einen Seite die Türkei, die eine zentrale Rolle spielt, auch die USA noch immer dort unterstützen, beispielsweise für die Kurden. Also ja. Wie lange braucht es das oder geht es gar nicht anders, als dass andere Staaten, NATO-Staaten dort in irgendeiner Weise noch die Finger mit im Spiel haben? Ja gut, sie haben die Finger im Spiel, wenn Sie so wollen. Und das hängt sehr stark von den Gruppierungen jetzt ab, wie weit sie auf diese Unterstützung, auf die internationale, auch zum Teil ja die militärische, das darf man nicht vergessen, auch schon in der ersten Runde des Bürgerkrieges, also 2012, 2013, waren zum Beispiel die USA, aber auch andere westliche Staaten genauso massiv bei der Unterstützung verschiedener Milizen beteiligt, wie die Türkei, wie eben auch dann die arabischen Golfstaaten. Also alle haben ihre Erfahrungen vorwiegend schlechte gemacht mit ihrem Engagement, ihrem jeweiligen. Was jetzt neu ist, ist, dass natürlich die Zentralmacht, wenn Sie wollen, nicht? Eben der syrische Staat und auch der syrische tiefe Staat, also der militärische, der Sicherheits- und Geheimdienste, dass der erst einmal quasi kollabiert ist, nicht mehr richtig handlungsfähig ist. Aber auch das wird man noch sehen. Neben dem Regime, das gefallen ist, gibt es einen weiteren großen Verlierer. Und das war eben auch einer der großen Player die ganze Zeit. Das war Russland, die da ein enger Verbündeter waren, jetzt noch 2 Stützpunkte haben, von denen mittlerweile viele ausgehen, dass sie die nicht halten können. Warum ist das für Russland besonders bitter, in Syrien jetzt einen Teil der Macht verloren zu haben? Ja gut, ich meine, seinerzeit, als sich Russland engagierte, wurde es international auch also eindrucksvoller, auch militärischer Erfolg. Nicht die rasche Verlegung russischer Truppen nach Syrien, das macht man auch nicht einfach so aus dem Stand. Das haben sie militärisch gesehen sehr gut hinbekommen. Russland hat wesentlich den Luftraum von Syrien kontrolliert. Diese Kontrolle ist zusammengebrochen. Deswegen können jetzt USA und Israel auch wesentlich ungehinderter nicht auch noch die Ziele ihrer Wahl, was sie ja jetzt seit 2 Tagen tun, bombardieren. Das heißt, sensitive Militärstützpunkte etc. im Lande selber. Für Russland ist der traditionelle Ambition, Stützpunkte am Mittelmeer zu haben. Und sie haben im Grunde genommen nur Tartus am Mittelmeer und Homeimim, das ist der Flughafen bei Latakia. Das war praktisch das Einfallstor für Russland in das östliche Mittelmeer. Das könnte jetzt, je nachdem wie es ausgeht, endgültig verschwinden oder Russland wieder reduzieren auf die relativ schwache Präsenz, die sie vor dem Bürgerkrieg hatte. Russland war schon immer in Tartus. Schon die Sowjetunion war schon dort. Allerdings eben nur auf einer vertraglich gesehen schwachen Grundlage. Herr Konrad, vielen herzlichen Dank für diese Einschätzungen. Gerne. Dankeschön.